menschliche Körper ist so viel mehr fähig, als wir eigentlich denken. Die eigenen Leistungsgrenzen zu verschieben. Und das ist das Interessante, das ist der Reiz an dieser ganzen Sache. Der Schmerz gehört halt dazu, das ist ein Part of the game, sage ich einmal. Und das Interessante ist für mich sicher, über das Limit zu gehen. Was kann ich aushalten? Das Limit ist, wenn der Körper eigentlich seine Funktionen nicht mehr wahrnehmen kann. Ich bin Romano Mabelli, komme aus Solothurn und bin Open Water Schwimmer. Open Water Schwimmer ist Freiwasserschwimmer, also ich schwimme ausschliesslich in freiem Gewässer. Klar trainiere ich zwischendurch im Pool, aber alles, was ich sonst mache, ist eigentlich im freien Gewässer. In der Natur ist so etwas anderes. Es sind einfach keine Grenzen gesetzt. Oder? Und der Ausbruch aus diesen 4 Wänden, man kann sich vorstellen, wie ein Fisch, der im Aquarium hin und her schwimmt und in die freie Natur entlässt. Oder ein Aquarium zu einem Ozean sind einfach 2 Paar Schuhe. Ich bin eigentlich so über die Schwimmschule zum Schwimmen gekommen. Und habe dann vielleicht 1-2 Trainings am Anfang gemacht pro Woche und bin ins Wettkampfschwimmen eingestiegen. Und dann nachher auch die Sport- und Kulturklasse an der Kantonsschule Solothurn besucht. Und im letzten Jahr eigentlich habe ich gedacht, ich gebe sehr wahrscheinlich einen Rücktritt aus dem Wettkampfsport. Dann hatte ich noch ein Ziel eigentlich, und das war dann, von Europa auf Afrika zu schwimmen. Dann habe ich die Strasse von Gibraltar im 2014 geschwommen. Ich bin von Tarifa an Punta Leone übergeschwommen in Marokko. Und zuerst habe ich eigentlich gezeigt, so einen Scheiß mache ich nie mehr, als ich einen angekommen bin. Weil die Schmerzen waren höllisch, das weiss ich nicht am Ende, wenn ich es nie mehr hatte bei der Durchquerung. Aber ich war dann nicht unbedingt auf diese Distanzen aus trainiert, sondern habe noch pooltechnisch trainiert. Trainingstechnisch sieht es so aus, als ich in der Wintersaison 6 Mal in der Woche im Pool trainiere. 2 bis 3 noch Krafteinheiten nebendran machen. Und dann erhöhen wir auch das Training auf bis 10 Mal, 10 bis 12 Mal, es kommt ein bisschen darauf an. Je besser du trainiert bist, je geringer ist auch der Schmerz nachher in der Meerenge oder im See, oder wo ich auch immer stecke. Und das Training tut auch weh, oder? Und ich tue im Training die Schmerzgrenzen für Event und im Training verschieben. Der Schmerz am Anfang ist relativ gross beim Kaltwassertraining, aber der verschwindet durch das Training. Das ist eigentlich eine temporäre Phase, die einfach am Anfang hart ist. Dort haben wir nachher eigentlich wirklich Temperaturen bis 0 bis 1 Grad, sage ich jetzt einmal. Es kann sein, dass im Winter muss Eisenwasser wegpickeln mit einem Hammer. Klar, das Training ist manchmal hart und es schiesst mich manchmal auch richtig an. In frühen Morgenstunden, wo ich vielleicht auch lieber unter der Bettdecke würde bleiben. Aber Schluss am Ende gibt es mir dann schon sehr viel zurück, die Events. Es sind einfach Erlebnisse, die niemand mehr nehmen kann. Und sind so prägend, die nicht irgendwie mit einer Woche Malediven vergleichen kannst. In 2015 habe ich den Molokai Channel, das heisst von Molokai Island auf Oahu über schwimmen.
Gestartet bin ich in der Nacht am Abend am 8 Uhr und eigentlich gewusst, dass ich sicher die nächsten 10 Stunden in kompletter Dunkelheit verbringen werde. Dann habe ich eigentlich gewusst, es wird mich etwas Deftiges erwarten. In dem Sinne war es sehr speziell, weil er nachher, wir sind gegangen, sind rausgeschwommen und er war allein am Strand. Es war dunkel, also wir sind nachgestartet. Das heisst, es war nichts mehr, es war keine Ahnung mehr. Also ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, als er dort am Strand gestanden ist. Ja, das ist in kompletter Dunkelheit mit praktisch 0 Lichtemissionen ab in den Pazifik gegangen. Also ich muss sagen, das war wirklich hart für mich. Das war jetzt wirklich so die Einsamkeit, auch, weil ich einfach einen Glowstick vom Kajaker gesehen habe. Und ich wusste, so wird es in den nächsten 12 bis 20 Stunden sein. Das Einzige, was wir plötzlich gehört haben, ist ein Schrei von ihm. Nach gut 45 Minuten bin ich in ein riesiges Feld von portugiesischen Galeeren hineingeschwommen. Und das kann man sich dann vorstellen, wie einmal ganz kurz ein Glätteisen eigentlich auf die Haut gedrückt wird. Und ich habe noch nie so eine Schmerzerfahrung gemacht während dem Schwimmen. Ich kann den Schmerz nicht beschreiben. Und einfach einseitige so Lähmungserscheinungen bekommen. Also einen Teil der Körperhälfte habe ich nicht mehr gespürt. So, wie taub. Da habe ich das Gefühl drauf verloren. Und der war eigentlich fertig. Klar versuchst du ruhig zu bleiben und gut zuzureden und. Aber gleichzeitig machst du dir deine Gedanken, ist es gefährlich? Und schlussendlich, wenn er nicht entscheidet, auszusteigen, bist du die die Entscheidung trifft, dass er jetzt auszusteigen hat. Und zudem machst du natürlich schon deine Gedanken. Ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt schon mit Quallen beim Menorca-Marathon. Und dort bin ich in dem Spital gelandet, weil es mir das ganze Gesicht verwünscht hat. Danach sind mir halt die Schleimhäute von der Nase, Mund und alles zugeschwollen. Und dann hat man das halt und höchstes Fieber bekommen. Und der Schmerz wird nicht weniger, wenn du aus dem Wasser kommst. Es ist fast angenehm bei Feuerquallen, wenn du im Wasser bleibst und weiter schwimmst. Weil draussen schwillt es nachher auf, oder? Und du kannst auch weiter schwimmen. Also. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich gesammelt habe und musste lernen, durch den Schmerz durchzuschwimmen. Das nächste Mal, wenn ich auf das zukommen ist ganz klar die Catalina Channel. Und dort erfolgt der Start meist um Mitternacht herum. Und was unten dran passiert, wenn sowieso Nacht ist, kann man sich nur in den Gedanken vorstellen, wenn man schwimmt. Mental völlig hart ist, wenn du 12 Stunden im Dunkeln unterwegs bist. Muss ich ehrlich sagen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Dann würde ich schauen, dass ich den Slot zu einem anderen Zeitpunkt hat, weil ich finde es schon bei 6 Stunden recht anspruchsvoll, im Dunkeln unterwegs zu sein. Die Angstgefühle dürfen sicher nicht in einer zu grossen Dimension sein und sollten eher in einem gesunden Respekt vom Ganzen sein, weil Angst kann auch lähmen. Aber es gibt sicher Momente, wo ein bisschen Angst mitspielt. Und die Erfahrung hilft dir eigentlich praktisch in allen Bereichen. Aber ich sage, in diesem Bereich hilft sie dir eben nicht. Ich habe keine Angst, nein. Eigentlich nicht. Das Einzige, was ihm in den Weg kommen kann, sind Quallen. Als der Körper nicht mitmacht, aber Angst habe ich eigentlich nie. Ja, es ist natürlich schon immer das Restrisiko da, aber das weiss man und das probiert man mit allen möglichen Mitteln möglichst klein zu halten. Klar ist einem das bewusst und man nimmt es in dem Sinne in Kauf. Wir wären eigentlich auch gewappnet für diesen Fall.
Ja, wirkliche Gefahren, die wir drohen, sind Qualen. Und ohne Neoprenanzug kühlt der Körper einfach aus. Es gibt Kanäle, die sind 12-13 Grad, wenn ein North Channel zum Beispiel. Ich sage jetzt, alle anderen aggressiven Meeresbewohner habe ich jetzt noch nie angetroffen unterwegs. Ich kenne ein paar andere, die schon Erfahrungen damit gesammelt haben. Aber ich glaube, ja, dann wäre ich halt ein Takeaway unterwegs, eine Station unterwegs, ein kleines Häppchen oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, also an mir hat er nicht viel dran. Als ich damals am Meermut-Kanal gestartet bin, haben wir 13,4 Grad Wassertemperatur gehabt. Und das hat sicher auch zu dieser Umkühlung geführt, weil wir einfach spät unterwegs waren in diesem Jahr. Das jetzt eigentlich in der Mitte haben wir leider versucht abbrechen. Er konnte in der Mitte nicht mehr Wasser lösen. Und durch das ist es gefährlich für die inneren Organe, dass man sich selber vergiften kann. Und da hat man vernünftigerweise entschieden, in Absprache mit dem Observer und dem Captain, dass man den Versuch leider beenden muss. Ich sage immer, der englische Kanal ist sicher nicht der schwierigste Kanal von der ganzen Ocean 7. Es ist aber vom Image her wie der Mount Everest. Einige sagen, oh wow, über den Meermut-Kanal bist du geschwommen. Wow. Hingegen, wenn jemandem erzählst, ja, ich bin über den Tchuguru Channel geschwommen oder über den Catalina Channel oder den Molokai Channel, frage dich, wo ist das? Kein Lastendunst, oder? Die Ocean 7 ist eine Challenge im Open Water Schwimmen, die rund 7 Channels rund um den Globus umfasst. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine Bucketlist ist, die ich abhökeln will, Step by Step. Ich habe das mal als Hauptprojekt angekündigt und es ist sicher immer noch ein Traum, der vorhanden ist, das zu realisieren. Er ist sicher sehr, sehr zielstrebig. Ich glaube, das, was er will er auch unbedingt erreichen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es für ihn vor allem darum geht, seine Träume zu verwirklichen. Und wenn er von etwas träumt, dann macht er das auch mit allen Konsequenzen. Anders war es nie. Er war immer sehr zielstrebig. Er hat seine speziellen Interessen gehabt. Ja, ich glaube, es ist einfach das Ziel, das zu erreichen. Und dann tut man alles andere unterordnen. Und dann macht man Sachen, die andere nicht machen. Wo man manchmal lachen darüber. Gerade im kalten Winter draussen ins Bad hineinsteigen und mit Eis. Und ja, das ist so das. Um einen Raum geht es mir eigentlich prinzipiell dabei nicht, sondern es geht wirklich um das Erlebnis, den Moment, den man im Team erleben kann. Und die Erfahrung, es ist auch eine Selbsterfahrung. Und wenn du unterwegs bist, ist das irgendwie bis so in meditative Momente rein. Ja, muss sicher interessant sein. Ich glaube, zufrieden wäre ich, wenn ich die Karriere mit der Ocean 7 abschließen kann, das ist ganz klar. Aber ich glaube, der wichtige Aspekt ist, als ich sagen könnte, es war das Richtige, als ich es nicht erzwungen habe. Wie würde ich es am schlimmsten finden, wenn ich die Leidenschaft zerstören und von Schwimmen nie mehr etwas hören in 10 Jahren. Oder wenn ich es knallhart würde ignorieren, was in der Schwimmwelt noch abläuft und ich keinen Fuß mehr in ein Bad würde setzen und irgendwie in eine andere Richtung, in ein anderes Extrem tendieren. Das würde ich nicht gut finden.